So, und damit Hallöchen und herzlich willkommen zum mittlerweile dritten Teil der 7-teilige Guild und Guild 2 Reihe, die verfügbar ist bis zum 27.03. im eShop. Und heute haben wir das Spiel, da habe ich schon richtig Bock drauf und ich muss sagen, ich habe das noch nie angespielt. Und zwar geht es heute um Crimson Shroud, eine Kollaboration von Level5 und Yasumi Matsuno, den wahrscheinlich auch nicht so viel kennen. Allerdings hat er als Spieleentwickler oder Spieledesigner eher so einen krassen Lebenslauf. Nur mal so ganz kurz nebenbei, ich habe es mal ganz kurz bei Wiki überflogen. Er war erst bei einem Spieleentwickler namens Quest, dann später bei Square, die später zu Square Enix wurden, und kam dann von Square Enix einfach zu Level 5. Allerdings noch ganz kurz, das heißt, das ist das einzige, was er für Level 5 gemacht hat, dieses Spiel. Das war wieder echt hohe Erwartungen. Und dann kam er wieder zurück zu Square Enix und macht derzeit einiges zu Final Fantasy XIV. Und die meisten Spiele, die er macht, sind eher so taktische Spiele, was echt interessant ist. Also er hat unter anderem mitgewirkt bei Final Fantasy Tactics und Tactics Advance, Vagrant Story, Tactics Ogre und genau dann Final Fantasy XIV derzeit, Unsung Story, das wird das nächste Spiel sein, das dann rauskommt von ihm. Also ich muss sagen, da habe ich echt hohe Erwartungen, also ich denke mal, das wird jetzt ein richtig krasses taktisches Rollenspiel, ich bin mal echt gespannt. Ich dachte mir schon, wo ich die ganze Würfel sehe, da muss man ein bisschen taktisch wahrscheinlich vorgehen. Bin gespannt. Also, gucken wir mal rein. Mal einfach Square Enix und dann Level 5, das ist ja ein Traum. Level 5. Designation. Jetzt ein bisschen schnell. Tap the Touchscreen or push the A-Button. Jetzt push den A-Button. Ne, da kommt ein Video. Wir pushen nix. Level 5 presents. A lost treasure. Oh, diese Dungeons and Dragons Würfel. A Fool's Fable, told in tales. Goblin, muss sein. A gift rose by magic. Da war schon wieder weg. Licht, kennt man von einigen Final Fantasy Games. What is a blessing or a curse? Und Dragon. Bisschen noch 15, aber okay. Immer gern gesehen. Crimson Shroud. Language. Japanese oder Englisch. Wir bleiben mal auf Englisch. Okay, ich habe jetzt noch höhere Erwartungen. Ich bin mal sehr gespannt. Gucken wir mal rein in die Story. A world without magic. Dazu war es noch FF6. Until the gifts brought magic to the world. But gifts from whom and for what purpose? None can say. Some claim God gave these gifts to mankind. Others say they are temptations the devil sent. There are many gifts now in this world. Some contains powerful magic. Others less so. They have made easy what was once unthinkable. It is hard to imagine life without them. Of course, all began with one single gift. But you already knew that, didn't you? Ihr macht schon, dass das mit einem anfängt. This is a tale of those who would quest for the origin of miracles. The Crimson Shroud.
May God have mercy on their souls. He who receives a gift sells his liberty. Crimson Shroud. Quasi das erste Gift. Das erste Geschenk von Gott oder dem Teufel. Fängt schon mal echt gut an. Chapter 1. Genesis. Ah, ich liebe solche Wörter. Flint is beginning to lose his patience. Not because the 3 teams he sent in haven't returned, nor even because he has no idea what's killing them. Ah, coole Grafik auch. I told her there was nothing she could do. One little quiche girl against that. And what good are the barber surgeons? And what good are the barber surgeons if they won't meant to whom what I say? The dark take their oaths. A girl of 16 or 17 lies on the chair before him. Old enough to be a woman, but by her face still a girl. Kritisches, gefährliches Alter mit sowas, würde ich aufpassen. Sweat beats in jewels on her olive skin, and her breath comes painfully, and gasps as she sleeps. While sleeps, the chair is a crude affair. Cloth stretched over a thin wooden frame made for quick assembly near the battlefield. Not much in the way of comfort, but better that than the hard ground. Flint glanced down at the cloth strips used to staunch their wounds. Boah, was ist das für ein Englisch? The barber surgeons have clearly been around about their bloody work here. But the fresh bandages are already run through with red. With blood. The report said her wounds were not light, and he sees the truth of it here. No time to nurse her back to health now. Flint knows her name, her face, her skill. She's one of the quiche, a heretical, godless people. They see the will of heaven in the movement of stars, and hear the laws of earth in the whispering of spirits. This is their way. Ah, ist das so ein Light Novel mit so viel Text? They have no land on their own, roaming with no heed of borders. Many wonder openly why the conclave affords them such protection. This particular quiche Brea is none other than famed Chaser's Yoot's partner. Wenn ich der Typ war. Glakle. The dark take him too. Ah, der hat auch irgendwas anscheinend. Sometimes I think the man's sole purpose in this world is to bring me grief. Chasers are like hounds, trained for the hunt. Also ein Jäger. They track down flat criminals and the like, but where hounds work for loyalty, chasers work for gold alone. Also quasi ein Kopfgeldjäger quasi. Yakwe is one of the best, and fear is his right hand. Helua powder, lord. But Helua contains toxins. Poison is to weaken heart. Another one, Flint thinks, as useless as the surgeons, and he's one of mine. Oh, es geht unten was ab. Demand against the freer be awake. Boah, ich glaube, das ist echt so eine Light Novel. Oh, ich will nicht so viel Englisch lesen. Gott, ich wollte mit dem Schwert irgendwie Drachen töten, so ein Zeugs.
The mount against the Freer be waked. Shake the sleeping Freer to rouse her. Lass mal aufshaken hier, dass da was geht. Ein bisschen Action hier. Flint grabs Freer by the nape of her neck. Like a she-cat grabs a kitten and speaks. Boah, was ist das für ein Englisch? Das ist Shakespeare-Englisch. Wake, Freer. Wake up before I rip the life out of you with these hands. Please, Lord, this is madness. Such violence will not wake her any more than the trumpet wakes the stone. Welche Trompeten wecken Steine, hä? The man hastens to stop him, but Flint's other arm snakes out, taking him by the throat. I applaud your adherence to the code, up to the point that I interference with the safe return of my man. Not beyond. Flint notes the familiar look of fear mingled with regret in the man's eye. With shaking hands, the man pries open Freer's mouth, forcing a slender metallic pipe down her throat. Into this, he pours a slurry of medicine. When all is done, he exits the tent carefully to avoid meeting Flint's eyes. A heartbeat later, Freer wakes. In her dazed state, it takes her a few moments to realize that the knight in hulking black armor before her is Sir Flint Ronsenbach. Hat das so der Rosenbach heißt, ne? His eyes burned a hole in her soul. Flint is, not to mince words, the enemy. One of the knights of the peace. He serves the Senate in name and himself in all else. The full extent of his shadowy dealing are known only to him. Is this a fact of the profession that chasters sometimes accept work that is not entirely lawful? A fact which often puts Flint and his orders at odds with the chasers. Schon fast eine Viertelstunde, wann passiert mal was? And now our enemy is my savior. Freer realized. Ich kann aber schlecht skippen, da komme ich in der Story gerade nicht mit. Kann bestimmt beim Menü irgendwie. Ja, auch nicht. Ich glaube, da müssen wir jetzt weg. As she collects her wits, she noticed for the first time in the pain lengthening through her body. Her life may have been spared, but she has broken a few ribs, and each breast is a chore. Also ich habe nichts gegen Light Novels oder Spiele mit so viel Text, aber ich wollte jetzt doch in 20 Minuten ein bisschen was zeigen und ich glaube, das wird jetzt ein bisschen schwierig werden. Aber vielleicht noch am Ende irgendwie. She wonders if the cloud that seems to lay sick when her mind is connected to the dull throbbing in the back of her head. What are you doing here, Flint? You know why I'm here. Now the truth. Where's Chiakwe? Ich dachte, er ist Chiakwe. Ne, er ist Flint Rosenbach. Und irgendwann Chiakwe gibt es auch noch. Oh! Das sieht gut aus, das will ich sehen. Und hören, oh, gute Musik. How did things go so wrong? You cursed at the sky, as you cursed your own lack of caution. The man that wanted the spreading pool of blood isn't moving. You wonder at his wounds, but realize that leaving your cover would make you a target for more eyebrows. And there are others more eyebrows. Mashallah. You feel eyes on you, and see Free behind tree
not 10 pieces away. Glaring at you as if to say, this was ill-planned. Ill-planned indeed. None has been willing to lead you into Sinner's Gulch except one brave man, the one out there living life. He told you on the danger himself. The Gulch's goblin ground, he said. Goblins might stand only half as tall as a man, but they are quick, cunning and savage as jackals. Gegen Goblins kämpfen. Das klingt mir gut. A goblin will shiv you and take your coin every time. The only question is which he'll try first. If there's one thing goblins can't stand, it's interlopers. And they have the teeth, tongues and severed ears to prove it. They don't bother putting up signs. The scalps that brings the warriors should give notice in us. Wann kämpfen wir denn endlich mal? This you knew. You've seen your share of battles. There are enough notches in your blade to put a hardened knight to shame. Sure, you had your share of the close scrapes. But that's what being a chase is all about, right? The chase. Your not-hatch knight with more bravery in his cups than in his sheets. You're made of stronger stuff, a warrior. This one's on your swollen head. You hear fear, curse under hair brush. But better swollen than severed, you grunt. A mistake. A goblin turns toward the sound of your voice. His bone aches biting the air as he charges. Ist es so ein Dungeons & Dragons Ding? Hier steht auf so einem Dings drauf. Cursing your lack of caution, once again, you prepare to meet the attack of you as you see another goblin throws away. The blight that put feathers in your guide's gut, then and let loose another arrow at you. Das ist ja wirklich so ein Ding. Spin and parry the arrow. Lean just enough to dodge the shot. Parry heißt glaube ich abwehren oder fangen, glaube ich. Also drehen und dann den fangen, wäre schon cool. Machen wir mal. During your adventures, you will have frequent opportunities to roll dice in order to overcome challenges. You will be given a certain number of dice for each roll. Stimmt, da gibt's ja Würfel. Your results determine whether an action succeeds or ends in failure. Das ist ja echt wie Dungeons & Dragons. Also wo man quasi so würfeln muss und wenn es eine bestimmte Augenanzahl ist, dann hat man entweder getroffen oder nicht getroffen oder kriegt Schaden oder kann es abwehren. Also ich habe es irgendwie nie gespielt, aber... Aha, okay. So, graben wir mal den Dice. Slide to shake and lift the stylus to roll. Okay. Alternatively, you can press and hold the A button to grab the dice, use the circle pad to shake and release the A button to roll. Ne, jetzt machen wir den richtig. Roll 7 or better, okay. Dann. Komm schon. Let's go! 5 und... Ne, 8, oder? Passt das? Ah, das war noch gar nicht der Wurf, okay. Aber wir haben ja auch. Ja! Jetzt haben wir in 20 Minuten einmal gewürfelt. Ja, toll. You spin and knock the arrow aside you with your sword, only to see another following right behind it.
a ruse. So you parried the first arrow, now your weight carries your direction into the path of the second. Okay, zweiter Pfeil. The arrow is about to pierce your side. When the air around your body seems to shimmer and harden, like translucent armor. Pure sorcery. The air acts like a cushion, slowing the arrow until it stops, just touching your side. Whereupon it falls to the ground. Oh, geile Goblin. Yet there is no rest for the wicked. The first goblin rushes in, swinging his bone axe straight for your head. A dull sound reverberates through the air as you block the blow, but the goblin is pressing down harder now, trying to force the axe blade past your guard. Ich denke mal, wir würfen vielleicht noch ein, zwei Mal und dann lassen wir das mal. Ich denke mal, das ist so eine never-ending story. You push back with all your strength, until your arm trembles with the strain, and it is all you can do to retain your grip on your sword. Just then, two arrows streak over your shoulder, plunging straight into the goblin's arm. The goblin staggered backwards, ripping the two arrows from his flesh and tossing them aside. If I didn't know any better, I would say you are slipping, Diakwe. You turn to see your partner, Lippy, standing with his bow at the ready, a grin across his face. Also ist deine durch dieser Diakwe und der neue da ist dieser Lippy. Okay. Took you long enough, Lip. A short distance away, you hear through your growl. Goblin, Diakwe. Ist jetzt eher diese Diakwe? Ich verstehe noch nicht ganz. Don't get your small clothes in a bunch. I'm on it. You raise your sword. Time to show these goblins what chasers are made of. Endlich mal Angriff. Aber wieder würfeln, das ist ja cool. Encounter. Was jetzt? Use hier Goblin Hunter. Ich denke mal, wir überziehen mal ein paar Minuten. It's your turn. During your turn, you may do one of the following. Attack with magic or use an item. In addition, you may also use one of your skills. Select and turn from the menu when you're finished. Ist das auch die Final Fantasy Tactics und andere taktische Spiele? Ich dachte jetzt echt, das wäre so ein 100 Textkonto machen, ab und zu mal ein bisschen was auswählen. Okay, dann spielen wir wirklich mal ein bisschen länger. Machen wir 30 Minuten mal draus. So. Und schauen wir mal. So, Lippy ist dran. So, ist noch volle Energie. Früher hat nicht so viel MP, aber sie ist das einzige, die zaubern kann. Okay, Magier wahrscheinlich. Bisschen. Und mäßig gucken wir mal ein bisschen an, was er hat. Papierbuckler, Bronze Helmet, Lesser Armor. Skills. Lightning Arrow. This Lightning Damage und Focus macht erhöht die Genauigkeit. Genau, und jetzt ist er Jacke. Ja, Jacke, okay. Untermenü. Okay. Ich würde sagen, wir greifen mal normal an.
Den normalen Goblin. Ich kann zweimal angreifen, okay. Dann. Ne. So, bestätigen. 42 Damage. Macht mir aber, glaube ich, jetzt nicht so viel aus. Ich glaube, kann ich gerade nicht so viel machen aus dem Skill. Mit einem Endturn, mit Glück kann ich irgendwie nichts machen. Und früher kann ich ja nicht mal steuern. Build up MP in order to use magic and skills. Second and VP must use items to recover MP or allow MP to naturally accumulate by attacking. Früher, however, has special skills to enable her recover MP more quickly. Go to Freya skill and use meditate to recover her MP. Okay. Once she has enough MP, try casting a protect spell on Freya. This spell reduces the amount of damage she takes from enemy attacks. As Freya is particularly vulnerable to attacks, strengthening her defense will make combat a far more pleasant experience for everyone. Okay. So. Und einiges drauf. Raus. Paralyzed, Solid Strike, Armlow. So, Hügel. Ja, alles sind ja gesund. Apotheke kann ich ja nicht wählen, da ich zu wenig. Weil ich zu wenig MP habe, da brauche ich irgendwas, was die MP erhöht. Mana Brot hat, das klingt cool. Mana Leaf, mal auf Freya selbst. Gehen wir. So. Und jetzt kann sie meditaten. Magie und Skills sind ja verschiedene, okay. So, Skill Meditate. A woman in her late teens. Freya is one of the nomadic skills, okay. So, und jetzt habe ich wieder die Würfel. Was weiter für eine Zahl, dass das klappt. Mal gucken. Komm schon. Roll. Und wir haben eine 31. 31. Noch einmal so jung sein. Jetzt, ich weiß, ich bin 32. So. Go to check your skills. Once he has enough MP, try using her Inspire skill. This will enhance his attacks at a period of time, meaning more damage dealt to his enemies. Okay. So, jetzt haben wir also hier Inspire. Es gibt einen Crimson Rage. Ranged Fire Damage. Oh, das ist cool. So. Hier kann ich aber nicht auswählen gerade. Also greifen wir mal normal an. 55 Damage. So. Ich kann ihn nicht auswählen. Ich soll jetzt den Spire auswählen. Scheint nicht. So, 35 Schaden auf 4. Jetzt ist sie dran. Was stand da? 15 MP plus Geistvoll. Okay. Also 15 und die gewürfelten Augen. Okay. Machen wir mal Protect. Ja, aber besser, wenn wir mal sie protecten. Ich denke mal, sie hat dann wenigstens Verteidigung. Und dann noch Skill Meditate. Nochmal würfeln. Das war ein schwacher Würfel. Aber 40. Also wieder 40 MP mehr. Jetzt ist sie wieder fast komplett voll. Go to Lippy's skills. One he has enough MP, try using his focus skill.
This will improve the accuracy of the text over a period of time. Okay. Das hat er gerade auch, das wird glaube ich nicht von Zeichen. Ne, braucht er mehr. Dann kriegst du auch mal einen Mana. Und jetzt ist Ludwig gerade dran. Dann gibst du dasselbe mal ein Brot und kannst... Ah, der hat immer 2 Züge. Ah, okay. Das ist interessant, sondern auch nochmal fokussen. Dann... Inspire geht jetzt auch. Auch Angriff verstärkt. Da gehen wir mal auf den Goblin Hunter. 71. Da hat er gekriegt. Ah, das steht da, wie viel MP die haben. Lightning Arrow, Ranged Lightning Damage. Ist doch gut. Okay, verdienst die Punkte 100% und bei ihm wären es 86. Wahrscheinlich, weil er schlechter dasteht. Aber erstmal den, ich habe mal den normalen Goblin. Weil der ist das kleinere Übel. Und defeated. Ich muss sagen, wir machen mal die kaputt und dann den lassen wir es erstmal dabei. So, Magic Skill kriegt wir gerade nichts, aber normal angreifen. Der Goblin Hunter hat den Mist. Hier hat erhöhte Verteidigung, das ist schon mal gut. Ich krieg mal. Solid Damage machen. Hat sich für Stats mal gucken. Im Vergleich zu den anderen. Aber wobei hat eigentlich 56 Verteidigung, 55, 59, also gar nicht mehr so ein großer Unterschied. Ah, mich war trotzdem noch ein bisschen. Und mit dem Magic, das ist ganz gut. Armlore macht aber nur Schaden. Solid Strike macht 56. Dann einmal das. Ah. Und umgefallen. You were victorious. Sehr schön. Win or lose, the results are displayed after each battle. You can review the battle from its screen by selecting log. When you finish reviewing the log and results, select done. Note that you cannot return to the results screen once you left. Okay. Dann sind wir dann. After battle you can claim items from the spoils. Each item requires a certain amount of barter points which you earn during battles. Okay. Tap an item on the touchscreen or press the A button after selecting it with the cursor highlighted. The item name will be turned red and require barter points will be subtracted from your total. Repeat the process to deselect an item. Items you cannot afford appear in gray. Press confirm after highlighting the items you want. Your performance in battle determines the amount of barter points you'll have to spend. Barter points reset after each battle and are not carried over, so spend as many as you can. Also man kriegt also Punkte und kann jetzt irgendwie Zeug ausgeben. Nehmen wir mal cooles. Silver Ring. Oh, der Bone extra klingt gut. Kostet 70. Ah, die kann bis zu 384. Da kann ich sogar All-In gehen, gefühlt. Ja, nehmen wir alles. Confirm. After battle, you can sometimes learn skills. When you finish parting for items, a list of available skills will appear. Each character has a unique skill list of skills.
Select the skill you'd like to learn and then tap it on the touchscreen or press the A button. After selecting a skill, the list will automatically change to the next character's list. You can also press the L or R button or tap the L button or R button icon to cycle between characters. Ist ja gut langsam. Jetzt geht es jetzt um Items lernen, okay. Aber da wir gerade ein bisschen länger überziehen, als ich jetzt eigentlich geplant hätte, würde ich mal sagen, wir beenden mal das hier, denn ich denke mal, das wird jetzt keinen richtigen Speicherpunkt hier geben, es wird einfach nur ewig weitergehen. Und ich muss sagen, ich dachte am Anfang echt, das wäre es für einen Leiten, aber wo wirklich nur Text, also man kann ab und zu mal ein bisschen was entscheiden. Da bin ich jetzt nicht ganz so der Fan davon, aber das war jetzt schon ganz gut. Und kann man vorstellen, dass es auch ein bisschen später vielleicht taktisch ist, wenn man dann sich nur diese Items nur mit diesen Battle Points kaufen kann. Auch ganz interessant. Mal ein bisschen was anderes. Auf jeden Fall echt interessant. Die Story war jetzt nicht so ganz meins, war doch so ein bisschen leicht klassisch irgendwie. Aber es war schon ganz cool. Gut, dann würde ich mal sagen, das war es jetzt mit Crimson Shroud, dem dritten Spiel der Guild-1-Reihe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir das vierte und letzte Spiel von Guild 1 mal ganz kurz anspielen. Also, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, falls ihr das cool gefunden habt, dann nicht vergessen, nur noch bis zum 27.03. im eShop verfügbar. Und es war echt nicht schlecht, also hat mir schon gefallen. Hätte ich vielleicht sogar weiterspielen, privat. Ich meine, ich habe das Spiel ja, warum nicht? Gut, also bis zum nächsten Mal. Ciao.